Aachen. Eine kleine Großstadt im Dreiländereck Deutschlands, Belgiens und der Niederlande. Ein Ort des Wachstums für Menschen aller Nationen, die Exzellenz in Technik, Ingenieurstum und Wissenschaften anstreben. Man kennt sich, man trifft sich, man geht aufeinander zu. Das Bewusstsein für lokale Tradition ist hoch. Kaum vergeht ein Tag ohne ein Pläuschchen über die Printe, ohne Karre, ohne Ex. Gleichzeitig nimmt Aachen seine Stellung als Born der Moderne ein. Die erste besiegte Stadt Nazi-Deutschlands, Powerhouse der Elektromobilität und eine musikalische Strömung des frühen 21. Jahrhunderts, die die Welt des Jazzes verändern sollte, entsteht hier im Talkessel zwischen Eifel, Maas und Rhein. Dieser Sound war einfach einzigartig und vollkommen neu. So new. Jemand, der Sachen findet, Töne findet, die du so auf dem Instrument noch nie gehört hast. Ne? Da fragst du dich, wo kommt das her? Wo holt er das raus? Ich glaube, es gibt in den letzten 10 Jahren im ganzen Jazzkosmos niemand, der so sehr nach den Sternen gegriffen hat. Das war, glaube ich, 2008 gewesen. Da war ich gerade auf der Suche nach einem Quetschkommodenspieler, war total angesagt in der World-Szene, aber schwierig zu finden. Und ich wollte unbedingt jemanden haben und bin an dem Abend, es war ein Mittwochabend, da bin ich ins Domain gegangen, ein Jazzclub in Aachen. Und da spielte Pedro Krieger, so ein Free-Jazz-Freak. Und ich saß zufälligerweise genau neben Moritz Schippers. Den kannte ich nicht vorher, aber an dem Abend haben wir angefangen, uns zu unterhalten, wie man das so tut bei Jazzkonzerten. Und mir ist sofort aufgefallen, total sympathischer, freundlicher Typ. Wir haben uns einfach gut verstanden. Und am Ende des Abends habe ich gesagt, gut, den nehme ich mit nach Hause. Klar, mit dem spiele ich. Herbst 2008. Die 3 jungen Musiker Samuel Reißen, Sascha Manz und Moritz Schippers treffen zum ersten Mal aufeinander. Fasziniert voneinander beginnen sie, sich zuerst musikalisch, dann menschlich anzunähern. Ausgangspunkt ihrer Reise ist das klassische Jazzrepertoire des Great American Songbook. Doch schnell merken sie, dass das nicht genug ist. Zu diesem Zeitpunkt haben wir damals vermehrt versucht, eigene Kompositionen zu erschaffen. Es ging dabei darum, unseren eigenen Sound zu finden, unsere Klangmöglichkeiten zu erweitern. Das grobe Thema Publikumsirritation war damals sehr groß bei uns. Wir haben mit ungewöhnlichen Enden der Songs gearbeitet, ungewöhnliche Übergänge, ungewöhnliche Sounds und Klänge. Wir wollten einfach frech sein. Bald steht fest, diese Musik soll einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Unter dem Namen »2 Männer und ein Mann« wird das Projekt zum alltäglichen Lebensinhalt. Ja, man ist jung gewesen, man war hungrig, man hat sich eingeschlossen über mehrere Tage zusammen zum Proben. Man hat auch versucht, erste Auftritte zu organisieren. Also man ist durchaus da hinterher gewesen. Man hat auch zusammen gekocht und ja, zusammen eingekehrt. Es war durchaus eine gesellige Runde dann damals, ja. Der Sascha ist für mich ein Freund zum Kuscheln. So ein Sonntagstyp, jemand, der Gemütlichkeit ausstrahlt und mit dem ich gerne vom Kaminfeuer sitze und einen Kaffee trinke und wir tauschen uns über persönliche Themen aus.
Und wiederum der Moritz hingegen ist sehr, sehr ehrgeizig und aktiv, ein Sportler. Macht Jogging und Nordic Walking und was weiß ich alles. Und genauso ist das eben auch musikalisch. Der Sascha ist ein Träumer, jemand, der Sounds findet und Klänge erzeugt auf seinem Instrument, die ich so noch nie gehört habe. Und der Moritz wiederum fast schon hyperaktiv an seinem Instrument, wie so ein Flutschfinger, wie dieses Eis am Stiel. Wenn du damit auf dem Klavier irgendwie so rüberrutschst, nach rechts und links und so weiter, so schnell kann keiner spielen. Das ist irgendwie der Moritz. Also der persönliche Charakter, den findet man genauso in der Musik wieder, die beiden jeweils spielen. Die Stimmung der Gruppe ist zu Beginn euphorisch. In regelmäßigen Proben wird die musikalische Vision geschärft. Doch nachdem auch im 3. Jahr Bandgeschichte der Erfolg beim Publikum und der Fachpresse ausbleibt, bröckelt das traute Klima der Combo untereinander. Schließlich wendet sich ein Musiker ab und besiegelt das Ende von 2 Männer und ein Mann. Von Beginn an stand das Projekt unter keinem guten Stern. Als die Lokalpresse den ersten Auftritt ankündigte, waren die ersten Leute bereits irritiert über den äußerst albernen Bandnamen. Ja, wenn man 5-stellige Summen angeboten bekommt, dann sagt man nicht ab. Ja, gerade nicht als Musiker. Und der Musical-Bereich hatte mich schon immer gereizt. Und in dem Sinne habe ich dann zugesagt. Нужно понимать, что положение Морица в этот момент было довольно шатким. Man muss verstehen, dass sich Moritz damals in einer zwiespältigen Situation befand. Zum einen war er nach einer harten Kindheit zum ersten Mal in Gesellschaft wohlwollender Menschen. Zum anderen überwog nach einiger Zeit die Frustration über den Misserfolg der Band und er sehnte sich wieder nach neuen Herausforderungen. Als Kind armer luxemburgischer Einwanderer war er sehr beeindruckt von den anderen Angeboten, die ihm gemacht worden sind.
ничто не приходит в его жизнь просто так, что за все нужно платить. Über 2 Jahre hinweg vertont Schippers Effi Briest das Musical On Ice und leitet die musikalischen Belange der Produktion, die in Schwerin, Oldenburg und Linz großen Anklang findet. Samuel Reißen geht derweil mit dem World-Musiker Demian Stahl auf mehrere ausgedehnte Tourneen in der Sahelzone. Bassist Sascha Manz wählt wiederum einen anderen Weg. Getrieben von dem Interesse an ökologischer Landwirtschaft wird er Ernährungsberater und Kochbuchautor. Stadtleben ist für mich persönlich das hektische Umherschweifen von Mensch und Vehikel, die sich irgendwie serpentinenartig, möchte ich schon fast sagen, durch die Asphaltwüste bahnen. Und ich habe irgendwann für mich den Entschluss gefasst, dass es das für mich nicht ist. Ich brauche Ausgewogenheit, ich brauche auch Ruhe. Und ich weiß, in der Natur gibt es auch Brachen, Böschungen, zerklüftete Felslandschaften. Aber alles ist in einem natürlichen Austausch. Das Changieren der Extreme findet natürlich statt und harmonisch. Und so sollte es auch in der Musik sein, meiner Meinung nach. Ja, und das war der Weg, den ich damals gewählt habe. Ich wollte auch immer schon mal ein T-Shirt entwerfen mit der Aufschrift Natur zu leben liebe ich. Habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Es gibt oftmals längere Phasen der Besinnung bei Bands, die neue kreative Arbeit überhaupt möglich machen. Bei 2 Männer und ein Mann hat die Beschäftigung mit ganz anderen Themen erst die zweite Schaffensphase ermöglicht. Die Kreation des Albums Rohr im Jahr 2013. Also das war im Winter 2012 an Weihnachten. Da waren wir alle bei unseren Familien und haben uns rein zufällig zu dritt auf dem Weihnachtsmarkt am Glühweinstand wieder getroffen. Und das war ein unfassbarer Moment. Im Prinzip wie bei einer alten Schulliebe, die du lange nicht gesehen hast, und nach Jahren der Enthaltsamkeit triffst du dich und du willst sofort loslegen. Und wir haben gesagt, klar, wir müssen wieder ins Studio. Wir brauchen ein neues Album. Was mich damals besonders inspiriert hat, war der individuelle und ungewöhnliche Sound von Samuels Spiel und auch Samuels Schlagzeug an sich. Normalerweise klingt es relativ harsch und spitz, wenn man auf die Snare draufschlägt, die einen metallischen Ring hat. Das klingt ungefähr so: Kack, kack, kack. Bei Samuel klang das Ganze viel wärmer und viel voller, weil er einen Holzring hatte. Der Sound hört sich so an: Kock, Kock, Kock oder meinetwegen Kuck, Kuck, Kuck. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Krönung dessen war noch der Rimshot. Das ist so, dass dann die Spitze des Sticks aufs Fell draufschlägt und der Schaft schlägt simultan auf den Rand der Trommel drauf. Das klingt ungefähr so. Kuck, 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 tadabisch, tadabisch. Die 3 Musiker schöpften im Schaffensprozess von Rohr nicht nur aus ihren gesammelten Erfahrungen, sondern wuchsen auch menschlich wieder zusammen. Das half ihnen sicherlich dabei, den totalen Reinfall der Produktion zu verkraften. Ja, ich war damals Assistent von Erwin Blotzmann in Düsseldorf im Tonstudio, wo das Debütalbum Rohr aufgenommen wurde. Und da habe ich die Band kennengelernt. Also, die Arbeit im Studio war letztendlich eine Klangforschung. Wir waren quasi eine Mischung zwischen Musikern und Physikern. Der Sascha hat Maschinen mitgebracht und da seinen Bass durchgejagt. Da kamen Klänge raus, die wirkten wie von einer anderen Welt im Prinzip, die mich wiederum inspiriert haben, das Schlagzeug mal auf den Kopf zu stellen und zu gucken, was passiert eigentlich da? Was kommt eigentlich dabei heraus, wenn ich mal alles von der anderen Seite mir angucke? Ich habe mich teilweise auch unter das Schlagzeug drunter gelegt und von unten gespielt. Ehrlich gesagt waren die alle komplett lost so. Die waren komplett durch den Wind. Die waren ultra radikal. Sie wollten auf jeden Fall irgendwie die Jazzmusikszene fronten und das Album hatte in jeglicher Hinsicht irgendwie so einen revolutionären Charakter. Ich glaube, das haben damals die Kritiker und auch die Fans haben das nicht so verstanden oder nicht so angenommen.
Die Aufnahmesessions von Rohr uferten aus. Die Musiker waren stets auf der Suche nach neuen Klängen und Moritz war besonders eifrig. Als er schließlich ein Klavier mit einer Säge traktieren wollte, wurde er des Studios verwiesen. Es gab Momente, wo Moritz der Meinung war, das Einzige, was man noch tun könnte, sei eigentlich überhaupt nichts zu spielen. Und dann saßen die wirklich so einen kompletten Tag alle nur vor ihren Instrumenten. Sascha war irgendwie so extrem drauf und meinte, man sollte mal aufnehmen, wie es klingen würde, wenn man während der Aufnahme das Mikrofon zerstört. Da war Erwin auch nicht so begeistert. Also wir haben uns schon irgendwie super ergänzt und ich glaube, dass man das auch bei Rohr hört. Bei einem Stück wollten sie irgendwie so einen ganz strangen, otherworldly Sound kreieren und da haben sie irgendwie das Schlagzeug mit Wasser befüllt, also die großen Trommeln mit Wasser befüllt. Und Moritz hatte dann auch in die Floor-Tom uriniert und dann haben sie es wieder zugemacht. Und ich weiß gar nicht, ob es am Ende so geklungen hat, wie sie es sich vorgestellt haben. Es ging einfach die ganze Zeit nur darum, sämtliche Grenzen auszuloten. Gut. Ja, ich sag es ganz ehrlich, nachdem ich durch das Musical-Business schon eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erreicht hatte, war eigentlich alles, was Kommerz mit Musik verband, für mich nicht mehr interessant. Und von meiner Sichtweise aus war Rohr eigentlich auch eher ein richtig gesalzener Mittelfinger, ja, in Richtung des Konzertpublikums. Die Rezensionen waren sehr, sehr schlecht. Das war auf der kreativen, geistigen, aber auch persönlichen Ebene niederschmetternd. Auch für die Rezensenten. Wir wollten ihnen Mut machen, aber wir wollten auch, dass sie einmal innehielten und sich das Ganze noch einmal überlegten.
Also ich war auf Tour mit einem Soloprogramm von mir und hatte damals einen T3, so einen alten Bulli. Und da bin ich auf dem Rückweg mitten in der Nacht auf der A1 liegen geblieben. Es war 1 oder 2 Uhr nachts, glaube ich. Und wen rufst du da an? Den Sascha natürlich, ist ja klar. Wusste ich sofort, weil der ist nicht nur ein Naturbursche, das ist einer, auf den ist Verlass und der kann anpacken. Ne? Der weiß, welche Schraube man dreht. War innerhalb von einer halben Stunde da, hat die Karre flott gemacht und ich war gerettet. Natürlich ist meine Beziehung zu den beiden Jungs unterschiedlich. Man kann Morizel und Samwise charakterlich auch nur ganz schwer vergleichen. Samuel ist ein sehr herzlicher, menschlicher Typ und das kann man von Moritz nicht behaupten. Wobei ich nicht sagen würde, dass ihm diese Charaktereigenschaften überhaupt nicht innewohnen. Sie sind einfach nur stark verkümmert. Das Bandklima verschlechterte sich wegen der unterschiedlichen Erwartungen erneut, was zur Folge hatte, dass man sich wieder auf das jeweilige Hauptgeschäft besann. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jazz spielte im Leben der Band keine besondere Rolle mehr. Auch räumlich trennten sich die Bandmitglieder. Reißen zog nach Den Haag, um an einer europäischen Schule Schnitzerei zu unterrichten. Manns wurde Leiter eines generationsübergreifenden Wohnprojektes in der Mandschurei. Es war ja dann bekanntlich so, dass sich die jungen Herren Mitmusiker wieder in alle 4 Himmelsrichtungen verstreuten. Und da war für mich natürlich die Überlegung, machst du das jetzt weiter, ziehst du weiter durch die Lande oder hast du vielleicht auch mal einen sicheren Job zu Hause? Und ja, das ergab sich dann, dass ich diese Stellenanzeige las, also Notenarchivar fürs Bundeswehr-Blechblasorchester in der Donnerberg-Kaserne in Stolberg. Und dann sagte ich mir, ja, das machst du jetzt mal für ein paar Jahre. Es musste bis ins Jahr 2019 dauern, bevor sich die Wege der Musiker wieder kreuzten. Mitte der 2010er Jahre hatte sich der Jazz grundlegend verändert. Hip-Hop hatte einen großen Einfluss und der Gebrauch von elektronischen Sounds und Samples war allgegenwärtig. Außerdem genoss der Smooth Jazz gerade bei der jüngeren Generation eine Art Revival. Von Quellen aus dem Bandumfeld habe ich gehört, dass Samuel über die ganzen Jahre seiner Arbeit in den Niederlanden seine Steuererklärungen versäumt habe. 2019 wurde schließlich der Druck so groß, dass er sicherheitshalber nach Deutschland ausgewandert ist. In der Zeit habe ich relativ häufig mit dem Sascha Telkos gehabt, eigentlich wöchentlich. Wir haben ganz ehrlich auch relativ häufig über den Moritz gelästert. Ne? Also der hat halt seine Allüren, denkt, er ist der Superstar in der Musical-Szene und so weiter, ist aber eigentlich ein total verkrampfter Typ und ursprünglich ja auch jemand, der von hier kommt, ne? Wo wir auch herkommen. Und das war für uns letztendlich, irgendwie hat uns das geärgert und gleichzeitig auch ein gefundenes Fressen, um irgendwie uns auszulassen über ihn. Wie auch immer. Haben wir jedenfalls über dies und das geredet und wie ist es mit Musik machen, Sascha, was machst du so? Und er meint, ja, ich spiele eigentlich gar nicht mehr so oft Jazz. Und ich habe in dem Moment verstanden, Soft Jazz. Ne? Und der Begriff hat mich absolut zum Nachdenken gebracht. Da musste ich erstmal 2 Tage drüber meditieren. Und mir ging nicht mehr aus dem Kopf, was für eine Energie da drin steckt und was für eine Innovation in Soft Jazz. Ich habe einfach dann irgendwann mitten in der Nacht, so wie man es von Moritz kennt, einen Anruf erhalten. Ich bin fast aus dem Bett gefallen, weil wir hatten jahrelang keinen Kontakt mehr gehabt. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht eine neue Platte mit den Männern und dem Mann produzieren wollen würde. Ich habe mich unglaublich drauf gefreut. Also ich war damals schon der Meinung, dass da was drinsteckt und dass einfach verkannte Genies waren. Wir haben uns in einem anderen Studio eingemietet, weil ich hatte so ein bisschen Bedenken, dass sie mir die Hütte auseinandernehmen. Aber irgendwie, sie sind auch gereift einfach in der Zwischenzeit. Ne? Es war nicht mehr ganz so exzessiv. Sie haben ihren Sound gefunden, ihren Stil gefunden und es ging etwas gesitteter zu. Das Leben ist nun mal hart für manche Menschen, sodass sie für die wenigen schönen Momente ihres Daseins Zuflucht und Ablenkung in der Kunst suchen. Der militärische Drill war auf Dauer nicht gut für Moritz.
Deswegen komponierte er in seiner Freizeit möglichst sanfte und beruhigende Musik. Ich kenne die Szene wie kein zweiter. Mir macht im Jazzbereich niemand was vor und ich würde sagen, dass der Begriff Smooth Jazz komplett verpönt ist. Und da dachte ich mir, es muss was Neues her, ein neues Branding. Mir fiel der Begriff Soft Jazz ein und da hat es Klick gemacht. Und wenn ich damals gewusst hätte, was wir für einen Hype auslösen, hätte ich mir den Begriff Soft Jazz sicherlich namensrechtlich schützen lassen. Manchmal gibt es so eine Sehnsucht in einem. Das ist wie so ein Loch. Das ist wie ein Körperteil, was einem verschütt gegangen ist. Und man merkt erst Jahre später, was einem eigentlich fehlt. Ich bin eine Nacht schweißgebadet aufgewacht. Ich konnte nicht mehr schlafen und ich wusste in dem Moment, ja, was mir fehlt. Also es war nicht der pekuniäre Erfolg durch den industriellen Musical-Komplex. Ja, es war nicht die Sicherheit im öffentlichen Dienst bei der Bundeswehr. Es war das kreative Arbeiten mit 2 Männern und einem Mann. Das Label hatte mir damals ein Rezensionsexemplar geschickt und ich war nach dem vorhergehenden Album sehr skeptisch. Als ich es eines Abends dann doch hörte, musste ich sofort alles stehen und liegen lassen. Es war der totale Hit. Es klang aufregend und neu und doch vertraut, als hätte man etwas Altbekanntes in ein neues Gewand gesteckt. Ein bisschen wie, als mir klar wurde, dass ich unter der Dusche Zähne putzen kann. Scheinbar banal, aber doch so tiefgreifend. Ich rief begeistert meine KollegInnen an, Downbeat, die Jazz Times, Jazz Russia. Alle schwärmten davon. Nach dem Erscheinen der EP Soft Jazz wird das Trio über Nacht berühmt. Als hätte die beinahe ein Jahrzehnt andauernde Bandgeschichte auf diesen einzelnen Höhepunkt hingeführt, schlägt eine ungeahnte Welle der Begeisterung 2 Männer und ein Mann entgegen. Engagements auf den größten internationalen Festivals folgen. Der softe Sound der kleinen Stadt im äußersten Westen Deutschlands sorgt für Furore, inspiriert und befähigt viele Nachahmer. Doch wie geht es für die Menschen hinter der Musik weiter? Getragen von diesem massiven Erfolg von Soft Jazz sind die Männer und der Mann im Grunde jetzt auf dem Zenit ihrer Karriere. Und trotzdem würde ich sagen, es geht einfach nur noch weiter nach oben. Ja, was bringt die Zukunft? Also, ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft anbelangt. Der Soft Jazz hat mich einfach weitergebracht. Künstlerisch, perspektivisch. Ich bin voller Lebensfreude. Mein neuer Bankberater, der Herr Marx, da möchte ich mich hier bedanken, der hat mir geraten, Lufthansa-Aktien zu kaufen und ich fühle mich da bestens aufgehoben. Das Jahr 2020 kann kommen. In den letzten Jahren hat sich natürlich viel getan. Wir waren viel auf Reisen, wir haben viele Kontakte geknüpft, viele Leute kennengelernt. Und ich muss sagen, dass nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch sich einiges entwickelt hat. Ich werde demnächst eine Kochshow im italienischen Fernsehen führen. Ich werde ein zweites Kochbuch rausbringen. Das wird sicherlich nicht das letzte sein. Ich kann nur sagen, ich blicke einer rosigen Zukunft entgegen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann gibt es eigentlich nur 2 wirklich einschneidende Momente. Das eine ist meine eigene Geburt und das andere ist 2019 die Erfindung von Soft Jazz.